Servus, schön, dass ihr reinschaut. Heute habe ich mal ein etwas ernsteres Thema für euch. Die in letzter Zeit meinen Kanal verfolgt haben, haben bestimmt die vermehrten und permanenten Hinweise von mir auf das Tragen von Schutzbrillen gehört. Es mag ein bisschen überzogen aussehen, weil es einfach hier in Deutschland unter den Schützen noch nicht so verbreitet ist, zumindest gerade im Field-Target-Bereich, im Freizeitbereich sowieso nicht. In den USA, da sind die uns wirklich meilenweit voraus. Guckt euch mal die YouTube-Videos an oder von irgendwelchen Wettkämpfen, da werdet ihr kaum einen Schützen ohne Schutzbrille sehen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, Leute, die haben da einfach recht. Sollte wirklich jemand mal was aufs Auge bekommen, das ist dann wirklich nicht mehr lustig. Es muss ja nicht mal ein direkter Treffer sein, das müsste ja dann schon wirklich mit dem Teufel zugehen, dass man was direkt ins Auge bekommt. Es reicht ja auch einfach ein Splitter oder ein Abpraller, den man abbekommt. Auch da kann ich mitreden. Ich selbst habe mir das dürfte fast 10 Jahre her sein, ist mir ein Metallsplitter ins Auge geflogen. Das kam damals durch eine Bohrmaschine, ist jetzt zwar ein anderer Fall, aber auch da wäre eine Schutzbrille schön gewesen. Dann hätte ich zumindest 6 Wochen keine Augenklappe tragen müssen, man hätte nicht irgendwie die Hornhaut aufgebohrt und all solche ekligen Geschichten. Leute, das ist wirklich eine richtig ernste Geschichte. Wer jetzt behauptet, eine Schutzbrille sei teuer, das Argument lasse ich nicht zählen. Ihr bekommt bei unseren ganzen super Händlern in Deutschland Schutzbrillen für unter 10 Euro. Also da gibt es absolut keine Ausrede, was das angeht. Wer sich schämt, weil es komisch aussieht, auch dem muss ich widersprechen. Es gibt eine ganze Menge Schutzbrillen, die wirklich richtig klasse mittlerweile ausschauen. Ich habe jetzt selbst eine Wiley X Rogue ist das hier. Oder erzählt mal euren Frauen, dass Bradley Cooper in American Sniper scheiße ausschaut. Das glaubt euch kein Mensch. Der trägt zum Beispiel die hier, das ist die Wiley X Saint. Nur mit polarisierten Gläsern. Die gibt es mit Weißglas, die gibt es mit schwarzem Glas, die gibt es mit orangenem Glas. Leute, das lasse ich auch nicht als Ausrede zählen. Also es ist wirklich für jeden gibt es etwas am Markt, um sein Auge zu schützen. Und wie viel Sicherheit so eine Schutzbrille bieten kann, das zeige ich euch jetzt mal im Schusstest. So, ich habe extra die orangenen Gläser gewählt. Ich selbst habe natürlich auch eine Schutzbrille auf. Ich werde euch mal zeigen, ob die Schutzbrille das standhält. Los geht's. So, hier seht ihr die Brille. (1A) Zustand. Ich halte es mal hier so ein bisschen in die Kamera. Ihr werdet hier nichts sehen, hier sind minimalste kleine Dellen drin. Das war ein Beschuss von 7,5 Joulen Direktbeschuss. Das heißt Abpraller natürlich, die kommen mit ein bisschen weniger. Ich darf nichts Stärkeres schießen, sonst hätte ich es auch mit was Stärkerem beschossen. Die Brillen, die ihr hier seht, die sind von der USA mit zertifiziert. Das heißt, die haben den höchsten Sicherheitsstandard. Ich habe ein Modell gesehen, das von der Schrotflinte beschossen wurde aus kürzester Distanz. Selbst da hat sich kein Glas verabschiedet. Das heißt, die müssen ja standhalten, dass die Gläser nicht aus der Fassung rausgehen und dass die halt auch nicht springen oder sonst irgendwas. Und selbst den Schrotbeschuss haben die standgehalten. Also für uns Luftgewehrschützen auf jeden Fall ausreichend. Und ganz ehrlich, ich kann es euch nur empfehlen, guckt euch mal ein Umarex MP40 Video an, wenn ihr dann am Schluss gerade beim Schusstest von mir mal drauf achtet. Ich habe es extra in Slow Motion gefilmt, wie da ein Abpraller genau zurückkommt und fliegt exakt auf die Kameralinse. Die Kameralinse könnte 1:1 das Auge sein. Auch wenn ihr denkt, dass ihr immer aufpassen werdet, es müsst ihr erstens nicht mal ihr selbst sein und ich selbst achte wirklich
peinlichst genau darauf, weil es hier auch gerade in meinem Dachboden stattfindet, dass hier alle Sicherheitsstandards eingehalten werden. Und mir selbst ist es, ich habe jetzt eine hohe fünfstellige oder eine niedrige sechsstellige Zahl an Schuss hier oben abgegeben. Mir selbst sind 3 Schuss abgehauen. Eins hat die Couch gelöchert, das zweite hat der Türrahmen erwischt und das dritte ist in der Wand eingeschlagen. Also es mögen nur 3 von 100.000 sein, aber wenn die falsch treffen, dann waren es einfach 3 zu viel. Leute, ich hoffe, ihr nehmt meinen Aufruf ernst. Kauft euch so ein Teil und wie gesagt, es gibt in allen Preisklassen von, ich glaube, 6,95 bis mittleren dreistelligen Betrag könnt ihr wirklich Schutzbrillen bekommen. Sucht euch was aus für euren Geldbeutel, dann sind wir alle ein bisschen sicherer. Ich hoffe, wenn ich mal von einem Querschläger getroffen werde, dann hoffentlich hier in der Augenpartie, weil da bin ich wenigstens ausreichend geschützt. Gerne könnt ihr mich zu dem Thema natürlich kontaktieren, auf Facebook, auf YouTube, auf Instagram, per E-Mail. Viele haben meine Handynummer, schickt eine Brieftaube in den berittenen Boden, was euch zur Verfügung ist. Aber wichtig ist, nehmt das Ganze ernst. Ich danke euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Servus, sagt der Gandhi.